Hey ihr Lieben, ich bin wieder draußen unterwegs, sammle ein bisschen Futter fürs Abendessen und dann schauen wir mal, was wir so finden. Und cool, dass ihr mich begleitet und los geht's. Ich bin jetzt mal im ersten Gebiet. Das Ganze ist eine ziemlich saure Geschichte, also ziemliche Fichtenmonokultur. Der Boden ist auf jeden Fall sauer, so 450, 60, 70 Höhenmeter im Salzburger Gebiet, irgendwo zwischen Stadt und Rief, irgendwo in den Wäldern. Und ja, schauen wir mal, was da ist. Bis jetzt sehe ich jetzt noch nichts. Hier hat es auf jeden Fall einigermaßen geregnet. Da hinten gibt es einige Pfützen. Also schauen wir mal, ob das wenigstens etwas bringt. Und let's go. Hier ist mal der erste Fund. Ich habe einiges an Waldsauerklee gefunden. Der ganze Platz hier ist voll davon. Es ist richtig schön, lecker, sauer. Da sieht man's. Es hat unten einige rötliche Teile, ganz klare Kleeblätter. Und es schmeckt richtig geil. Also ich werde auf jeden Fall einiges davon mitnehmen. Bei so einer Höhe muss man natürlich aufpassen wegen den Fuchsbandwurm. Und da schaue ich natürlich trotzdem den ganzen Boden nach, ob da irgendwo ein Kothaufen zu sehen ist. Und einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Ich verwende Dinge, die ich bis zu einer Kniehöhe pflücke. Einfach nur im Gerichten, wo ich sie auf jeden Fall abkoche. Also jetzt würde ich mir mal einiges davon schnappen. Hier gibt es einiges davon. Es ist eine ziemlich häufige Waldpflanze und das kommt mir später in einen Suppeneintopf rein. Und los geht's. Ja gut, wenn jetzt unser Freund hier auch einiges an Oxalsäure hat, das aber in einer gewissen Menge leicht giftig ist, kommt es aus meiner Sicht für eine Handvoll von diesen Waldsauerklee ohne Probleme hin. Also solange man sich damit nicht übernimmt, Oxalsäure ist auch in anderen Dingen drin, da kann man, solange man auf die Dosis aufpasst, ist das gar keine große Sache. Ich habe hier einen kleinen Trickster gefunden. Kennt ihr die? Das ist die Einbeere. Die wird sehr oft mit der Walderdbeere verwechselt und die hat richtig faustig hinter den Ohren. Die bescheißt die anderen Insekten und Tiere. Und zwar gibt sie sich als die Walderdbeere aus, nur im Gegensatz zur Walderdbeere hat sie überhaupt keinen Nährwert. Die sieht richtig wunderschön, saftig, rötlich aus, hat ihre Samen hier überall und ist aber, wenn man sie isst, einfach quasi nur geschmacklos, ist jetzt nicht giftig oder so, aber die nutzt einfach nur ihr Aussehen und ihr Image, um Leute dazu zu bringen, ihre Samen zu verteilen. Und ja, sie wächst hier wirklich überall. Also davon kann man tonnenweise essen, aber bringen tut es einem überhaupt nichts. Der kleine Kollege hier, der wird natürlich nicht mitgenommen. Seht ihr das hier? Das hier sind die Überreste eines Tiers. Und der ist hier irgendwann mal verendet natürlich. Wurde auch dementsprechend wahrscheinlich von den Lebewesen zersetzt. Und das ist einer der Orte, auch hier gibt es noch einige andere Überreste davon, wo ich einfach schlicht und ergreifend nicht in der näheren Umgebung sammle, weil man einfach nie weiß, was jetzt im Boden da alles drin ist, was da sonst noch passiert ist. Und einfach ein paar Meter Sicherheitsabstand drumherum und da sammle ich erst weiter. Auf den hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist der Aaronstab. Sieht ziemlich unscheinbar aus. Sau viele Menschen gehen an den vorbei. Aber der hat einen Inhaltsstoff in sich. Hier sind einige reife Beeren auf dem Boden geplumpst. Also reif, die waren am Ausreifen. So sehen die aus. Und die sind tödlich giftig. Die haben ein Gift, nennt sich Ahorninin, wenn ich mich richtig erinnere. Und die sind wirklich nichts zum Essen. Das sollte man auf keinen Fall sammeln. Die Blätter werfen die halt nach einer Weile ab, da bleibt nur der Stiel. Ist eine Pflanze, die kommt überwiegend im Frühjahr. Und da muss man bei der Bärlauchsaison besonders drauf aufpassen. Auf jeden Fall, you stay out. Der Klassiker, der auf jeden Fall einfach aus meiner Sicht immer dazugehört, sie ist die Brennnessel.
Nur Brennnessel ist jetzt nicht gleich Brennnessel. Also da gibt es ja, wenn man schaut, da gibt es bei einigen, denen geht's gut. Da sind die Blätter, also bei denen, da sind die Blätter hinüber. Aber die hier, denen geht's gut. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich an die gesunden Brennnesseln ranmacht. Den Pflanzen, denen es nicht besonders gut geht, die haben auch dementsprechend wenig zu bieten. Davon sammle ich jetzt auch mal ein bisschen was. Und das kommt alles mit in den Topf. Und um mir das Leben jetzt nicht groß schwer und kompliziert zu machen, nutze ich zum Ernten den Kammtrick. Dazu habe ich mal einen Short gemacht, wie ich das mache. Könnt ihr euch anschauen. Und ja, das kann man natürlich auch mal beipassen, indem man einfach Handschuhe mitnimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock bei der Hitze jetzt Handschuhe anzuziehen. Und so geht es einfach viel einfacher. Ey, ganz ehrlich, was geht hier ab? Ich bin gerade in einem zweiten Habitat, vielleicht ein paar hundert Meter von dem ersten entfernt. Werde von den ganzen Hirschlochfliegen gerade gepiesackt. Und da war weiter hinten, ich zeige das jetzt nicht, weil sonst reagiert wieder der YouTube-Algorithmus und haut mein Video raus. Sicher ist sicher. Da waren mehrere tote, also da waren wirklich 2, 3 verendete, größere tote Tiere, die vom Skelett her nur noch zu sehen waren. Aber da war wirklich alles da, also wirklich große Haufen Skelette. Das war echt nicht lustig. Ich mache mal einen riesen Bogen um den Areal, aber Halleluja, wo man hier im Wald heutzutage reingerät. Boah, weiter geht's. Gerade bei einem meiner Pilzplätze und man merkt auch wirklich, dass die Trockenheit hier voll reinhaut, weil hier ist wirklich absolute Flaute. Also immerhin ein paar Flockis hätte ich mir erhofft oder mit etwas Glück vielleicht so ein Steini, aber hier ist alles tot. Schade drum, es wäre schön gewesen, auch ein paar Pilze zu finden. Vielleicht finde ich ja immer noch was. Bin ja noch nicht fertig mit meiner Tour, da geht es ja noch weiter. Aber hier hätte ich mir zumindest ein bisschen mehr zurecht erhofft. Hier gibt es noch einige Brombeeren und da ich es aber da ich es generell ziemlich bitter mag und das mittlerweile auch gewöhnt bin, kommt ein kleiner von denen auch noch mit in die Suppe rein. Tut immer gut wegen den Gerbstoffen. Hier haben wir eine Sumpfkratzdistel. Die ist essbar und natürlich ziemlich stachelig, aber dafür habe ich neben meinem ganz tollen Kamm auch eine Schere dabei. Und da werden die Blätter ein nach dem anderen abgeschnitten. Ah, ja, ich hätte den Korb davor stellen sollen. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das mache ich jetzt. Ich ernte mal ein paar von denen und die kommen mit in die Suppe. Das findet man auch nicht alle Tage. Eine ganze Menge perfekt erhaltener Himbeeren. Die snacke ich jetzt gleich mal weg. Die kommen nicht in die Suppe. Das wäre, bis dahin sind die im Korb schon längst Matsch. Aber essen gleich mal frisch ist super. Ganz ehrlich, schaut euch die einfach mal an. Die sind makellos. Und die stehen denen aus dem Supermarkt wirklich in überhaupt nichts nach. Und die gibt es komplett gratis aus der Natur. Habt ihr euch mal angeschaut, wie viel Brombeeren und Himbeeren im Supermarkt kosten? Und die schmecken noch lange nicht so intensiv wie die. Und da ist es wirklich eine super Sache, wenn man einfach öfter in den Wald geht. Das ist das Mädelsüß, eine super Pflanze gegen Kopfschmerzen. Vor allem auch hilfreich bei Frauenbeschwerden. Und davon nehme ich mir mal ein paar Blätter mit und auch ein paar Blüten. Ist zwar schon, ich empfinde es als ziemlich bitter. Und ja, ist eh keine große Sache, das mag ich ja sowieso. Und zu guter Letzt auch einiges an Schachtelhalm. Das ist eine super Pflanze, die wirklich voller Mineralien ist. Es gibt allerdings auch einige giftige Arten, zum Beispiel Sumpfschachtelhalm. Das Bestimmen vom Schachtelhalm ist eine eigene Geschichte für sich. Da muss man auf dem ersten Glied gucken. Der ist ziemlich kurz geraten. Und ja, aber da kann man eigene Bestimmungsvideos machen. Auf jeden Fall der Ackerschachtelhalm, super voller Mineralien und Mineralstoffe und der kommt mit. Ja, das war's dann für die heutige Waldrunde. Ich bin da ist leider wegen der Pflanzenvielfalt etwas, ja, ich hätte etwas mehr erwartet. Das reicht auf jeden Fall für einen Suppentopf. Das geht schon, kriegen wir hin. Pilze
Pilze gab es aber leider überhaupt keine. Leider. Und wie ist es bei euch so? Wenn ihr Pflanzen und Pilze sammelt oder das eine oder das andere, werdet ihr schon fündig oder macht euch hier die Trockenheit auch ein bisschen zu schaffen? Also den Pflanzen geht es anscheinend gut, aber mehr oder weniger den Pilzen, das ist so spät, ganz ehrlich, hatten wir noch nie Pilze gehabt. Ich bin echt, diese scheiß Viecher, die zerstechen mich hier die ganze Zeit. Wegen den ganzen Pilzen da, keine Ahnung, sowas halt, so spät haben wir es noch nie. Das Klimagerät dreht gerade einfach komplett am Rad. Ja, mir ist es völlig wurscht, ob, also ich bin jetzt keiner, der irgendein Lager ergreift, ich bin neutral. Ja, aber hier passiert definitiv etwas und das ist echt nicht schön. Aber trotzdem bin ich super happy mit dem, was ich gefunden habe. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wie ist es bei euch so?